Herzlich willkommen auf dem Wunderhof zu einer neuen Folge von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und das hier sind Pedro und Rosa, meine zwei kleine Assistenten aus meinen Lehrbüchern. Ja, wie ihr ganz deutlich sehen könnt, geht es heute um das Thema Selbstporträt und das hat natürlich in der Kunstgeschichte eine lange Tradition. Zum Beispiel Rembrandt hat ganz viele Selbstporträts gemacht, von Dürer weiß man es. Aber spätestens seit dem 19. Jahrhundert wurden Selbstporträts nicht nur deswegen gemacht, um eben vielleicht auch zu üben oder um das zu lernen oder um sich selber darzustellen, sondern auch um sich selber besser kennenzulernen, um immer wieder den eigenen Standpunkt zu überprüfen und eben die ganzen psychologischen Erkenntnisse aus dem 20. Jahrhundert dann mit zu nutzen, um sich als Künstler auch besser einordnen zu können. Und diese Art von Selbstporträt, also das eben als Selbstreflexion zu nutzen, möchte ich euch in diesem Video nahebringen. Ich möchte euch gern, bevor ich anfange, ein bisschen was zu der Vorgeschichte von diesen beiden Bildern erzählen. Und zwar, glaube ich, habe ich das schon mal erwähnt in einem früheren Video, dass ich in den 90er Jahren ziemlich viel Auftragsporträts gemacht habe. Und ich war auch relativ erfolgreich damit und habe aber dann gemerkt, dass irgendwie wird mir das Ganze langweilig und ich habe so das Gefühl gehabt, ich komme immer nicht weiter und ich möchte was Neues ausprobieren. Und da habe ich ganz zufällig bei einer Fortbildung von der Volkshochschule eine Kunsttherapeutin kennengelernt. Und ich habe gedacht, Kunsttherapie, oh, das klingt aber interessant, da würde ich gern mehr wissen drüber. Und ich habe mich dann eben erkundigt nach den Ausbildungsinhalten und habe mich dann auch für eine Ausbildung eingeschrieben. Und da ging es im ersten Jahr ganz viel um Selbstreflexion. Völlig klar, weil Therapeuten müssen in der Lage sein, die eigenen Themen draußen zu lassen und die nicht auf den Klienten zu projizieren. Und deswegen muss man halt seine eigenen Themen zuerst mal aufarbeiten, bevor man andere therapiert. Und eins von den Themen, die wir eben da bearbeitet haben, war, wo komme ich her, wo bin ich und wo gehe ich hin? Und das hat mich vom Thema her, hat mich das wahnsinnig angesprochen. Und da weiß ich noch, schon wie ich heimgefahren bin, habe ich gedacht, oh, das will ich unbedingt selber künstlerisch aufarbeiten. Und dann habe ich überlegt, wo komme ich her? Da gibt es ein Foto von mir, da weiß ich, wie ich als Kind so in der Löwenzahnwiese sitze und wie glücklich ich da war und dass das alles so geil war und so gut gerochen hat. Und dann habe ich das Foto auch tatsächlich bei meinem Opa wieder gefunden. Und das ist eben das da drüben. Und für das, wo gehe ich dann hin oder wie möchte ich gern mein Leben später mal sehen, wenn ich zurückblicke, da ist mir eigentlich sofort das Foto eingefallen, das bei uns damals im Wohnzimmer gehängt ist. Das war die Oma von meinem Mann. Die trug da so eine typische Oberpfälzer Tracht. Ne, so schwarze Seidenkleider hatten die immer an, mit so vielen so Knöpfen darunter. Und die hatten immer so schwarze Tücher auf. Und da weiß ich eben auch noch, von meiner Uroma gab es auch mal so ein Bild, das war eben auch so ähnlich. Und ganz besonders die Frau, die früher hier auf meinem Hof gewohnt hat, die Schusterbäuerin, von der weiß ich das eben auch, dass die am Sonntag in die Kirche immer dieses schwarze Kleid angezogen hat, ne, mit diesem weiten Rock und eben auch mit dem Tuch. Und die Frauen, das waren für mich damals echte Vorbilder. Da habe ich immer gedacht, wenn ich mal so alt bin wie die, dann möchte ich auch zurückschauen können auf mein Leben und ich will auch so aussehen wie die, so stolz und aber auch so gelassen und wissen, ich habe mein ganzes Leben hart gearbeitet. Gerade in den Händen zeigt sich das so, dass man eben keine Arbeit, keine Mühe gescheut hat, aber auch trotzdem immer noch so wach sein, immer noch teilhaben wollen am Leben. Und das war so, wo ich gedacht habe, ja, da möchte ich so eine Art Lebensprogramm für mich malen. Und das waren eben die beiden Bilder, die ich damals gemacht habe. Und die Tatsache, dass die so verzerrt ausschauen, das kommt auch aus der Kunsttherapie. Und zwar hat uns damals die Ausbilderin eben das gezeigt mit dem blinden Konturenzeichnen.
Und wir haben in der Kunsttherapie auch mit diesen Dispersionsfarben gearbeitet. Die sind ganz anders als die Acrylfarben für Künstler oder auch die Ölfarben, weil die sind so kreidig und so ganz matt, so ganz samtig. Und man kann die auch sehr gut hinterher noch mit Wachsmalkreiden bearbeiten. Und das in der Kombination fand ich damals ein wahnsinnig reizvolles Ausdrucksmittel. Und ich habe mir jetzt gedacht, für das heutige Video möchte ich ein drittes Bild machen, und zwar eins dazwischen, eins wo bin ich, um eben das auch vielleicht festzuhalten, dass die Videos, da wo ihr als Zuschauer live dabei seid bei der Entstehung von einem Bild, dass das eben auch so eine neue Kunstform ist. So wie damals diese Ausbildung in Kunsttherapie für mich eine völlig neue Herausforderung war, so ist es eben auch heute, dieses Live zu malen. Ein Thema, das mich sehr bewegt, wo ich auch sehr viel nach innen schauen muss, zu malen und trotzdem Menschen dabei zuschauen zu lassen und vielleicht eben dann auch für mich selber, über mich selber auch nochmal Dinge zu lernen. Genau, und da möchte ich euch eben heute teilhaben lassen dran. Ich hoffe, es macht euch Spaß und ich werde jetzt als allererstes aber, weil ich schon so lange nicht mehr mit diesen Farben gearbeitet habe, ein bisschen rumprobieren, bevor ich an das große Bild gehe und einfach mal schauen, wie fühlt sich das an mit dem Blindenkonturenzeichnung, mit diesen Farben, mit denen ich damals gearbeitet habe. Was ich an diesen Farben so total schätze, das ist, dass die eben so kreidig sind, das sieht man schon, die sind so ganz matt und dass man mit denen auch eben dann mit Wachsmalkreide oder Ölkreide drüber malen kann. Das ist gerade, wenn man so Strukturen hat, ist es auch total interessant, einfach mal so meditativ drüber zu malen. Falls euch das meditative Malen interessiert, verlinke ich euch unten ein Video, da habe ich schon mal ausführlich was drüber gemacht. Ja, und jetzt probiere ich einfach mal, wie das mit dem Porträt hinterher, wie das werden könnte, welche Farben ich nehme. Wobei, ihr seht schon, ich habe mir eigentlich schon dazu entschlossen, dass ich Cadmiumrot, beziehungsweise bei den Farben ist es Echtrot und Echtgelb und das ist Ultramarinblau, dass ich eben die 3 Grundfarben nehme und dazu Weiß und Schwarz. Das weiß ich halt früher aus Erfahrung noch, dass die von der Farbe her so werden, wie ich das gern möchte. Ganz interessant bei diesen Farben ist, dass die so ein Zwischending eigentlich vom Therapeutischen her sind zwischen Aquarellfarben und Öl- oder Acrylfarben, weil die eben so flüssig sind. Und dadurch, dass die nicht so stark decken, kann man eben mit denen auch sehr lasierend arbeiten, beziehungsweise muss man sehr lasierend arbeiten. Und in dem Moment, wo man schon einen farbigen Untergrund hat, schimmert der Untergrund ganz stark durch. Und da muss man immer damit rechnen, dass die Farbe, die man aufträgt, dass die halt dann ganz anders aussieht. Das ist eben ähnlich wie beim Aquarell. Während bei den Künstleracrylfarben ist es natürlich so, dass die Farben ungefähr so bleiben, wie sie sind. Beim Aquarell, da werden es dann immer heller. Und da muss man halt einfach lernen, damit umzugehen. Ich glaube, man sieht das schon ganz schön, wie das so von unten so durchschimmert. Und das ist auch für mich jetzt im Moment gewöhnungsbedürftig, dass ich da halt wieder lerne, damit umzugehen. Aber wie gesagt, dadurch, dass sie so flüssig sind, kann man auch relativ schnell so große Flächen damit füllen. Nehme ich mal noch den kleinen Pinsel, mache vielleicht einmal den Mund. Und da ist es ausnahmsweise so, das habe ich eben damals in der Kunsttherapie, haben wir das eine ganze Zeit lang so gemacht, dass wir ganz viel mit Grautönen gearbeitet haben. Und das mache ich natürlich jetzt wieder, weil ich möchte ja, dass das Bild, das ich jetzt mache, dieses Selbstporträt, dass das zu den anderen beiden passt.
Und deswegen nehme ich da schwarz dazu. Mache ich normalerweise nicht. Der Vorteil, wenn man so wenige Farben nimmt, ist, dass das Farbenmischen wesentlich leichter wird. Ne? Weil ich muss jetzt da nicht ewig drüber nachdenken, ob ich da jetzt ein kaltes Rot oder ein warmes Rot nehme, sondern ich habe halt bloß das eine und da muss ich einfach so das Beste draus machen. Und ich werde vom Stil her auch so bleiben wie bei den Bildern, die ich euch gerade gezeigt habe. Also halt auch sehr mit starken Konturen arbeiten, mit blinden Konturen zu arbeiten oder zumindest sehr wenig korrigierend einzugreifen. Also ihr merkt schon, es ist gewöhnungsbedürftig, ne? Weil einfach halt die Farben nicht so werden, wie ich mir das vorstelle. Vor allem, wenn ich eben auf einen Untergrund arbeite, der schon gefärbt ist. Bei solchen Porträts kann man natürlich auch sehr viel abstrakter noch arbeiten. Und das Gute ist tatsächlich, dass man da eben nicht unter Erfolgszwang steht, dass man sagt, oh, ich muss jetzt das ganz toll machen und ich muss jetzt da eine Ähnlichkeit herbringen. Weil in dem Moment, wo ihr sagt, ich mache das vor allem, um so ein bisschen mein eigenes auszudrücken, könnt ihr ja tun, was ihr wollt. Das ist das Gute in der Kunst, da seid ihr völlig frei. Das ist ein ganz großes Experimentierfeld. Und da kann alles schön sein, kann alles richtig sein. Und sogar wenn ihr das eben einfach nur nutzt, um lockerer zu malen, hat es auch seinen Zweck erfüllt. Also ich kann euch diese Farben wirklich nur empfehlen. Probiert es auch mal aus, das ist echt interessant, mit denen zu arbeiten. Gut, ich glaube, ich habe jetzt soweit mich wieder ein bisschen reingefunden. Ich weiß jetzt schon wieder ungefähr, wie es geht, ne, dass ich da einfach auch sehr viel heller werden muss, ein bisschen mehr Weiß dazu mischen muss, wenn es decken soll. Aber so vom Prinzip her, denke ich mal, werde ich schon wieder zurechtkommen damit. Ja, ich werde jetzt mich an das große Bild machen. Ich habe dazu ein Foto von mir gemacht mit Selbstauslöser, wo ich eben so farblich passend bin zu den anderen beiden. Und ich werde euch dann den Malprozess im Zeitraffer zeigen und euch noch ein bisschen was erzählen, was mir dabei so durch den Kopf gegangen ist. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen und freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis bald! Meine Ausbildung in Kunsttherapie hat mir damals eine völlig neue Welt erschlossen. Psychologische Hintergründe, Verhaltensmuster, psychische Erkrankungen wie Depressionen oder narzisstische Störungen, Opfer-Täter-Dynamiken. Das waren alles Dinge, die ich zwar selbst erlebt hatte, für die ich bis dahin aber keine Worte gehabt hatte. Auch nicht gewusst hatte, wie vielen Menschen es ähnlich ging wie mir. Ich habe im Anschluss an die Ausbildung dann unglaublich viel gelesen und habe auch viel ausprobiert. Unter anderem habe ich eine Visionssuche nach indianischem Vorbild gemacht, die mir bestätigt hat, was ich vorher schon ganz oft erlebt hatte, aber was ich nie beweisen konnte. Es gibt sogenannte Synchronizitäten in unserer Umwelt. Das sind Hinweise, die uns nur dann auffallen, wenn wir eben offen dafür sind. In der Visionssuche habe ich gelernt, dass diese erhöhte Achtsamkeit ganz einfach Teil der indianischen Lebensweise ist und eben auch etwas völlig Natürliches. Früher hatte ich da meinen Eltern geglaubt, für die solche Dinge ganz einfach Humbug waren. Aber jetzt wurde dieses Fokussieren auf Kleinigkeiten, auf die geringsten Zeichen, ein ganz normales Verhaltensrepertoire. Und deswegen möchte ich auch erzählen, was im Zusammenhang mit diesem Video passiert ist. Mein ältester Enkel, der ist knapp 4 Jahre alt, war zu Besuch, als ich gerade für dieses Video gearbeitet habe. Er hat das Bild von mir als kleines Kind gesehen und hat mich gefragt: Oma, wo bist du da?
Und ich war erstmal total verblüfft, dass er mich da erkannt hat. Und habe geantwortet: Siehst du das, dass das die Oma ist? Ja, da bin ich auf einer Wiese mit lauter gelben Blumen und da war es so schön. Und er dann wieder: Und da hast du dich gefürchtet? Und ich: Nein, da habe ich mich gefreut, weil so viele schöne gelbe Blumen da waren. Aber er hat darauf bestanden und hat gesagt: Da hast du dich gefürchtet. Und da ist mir mal wieder bewusst geworden, wie sehr wir programmiert werden, Dinge nicht zu bemerken oder umzudeuten, um unsere Eltern oder anderen Menschen zu gefallen, um dazuzugehören in der Gesellschaft. Denn tatsächlich hat er recht. Ich habe mich als Kind sehr oft gefürchtet. Denn in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, war absoluter Gehorsam das oberste Gebot in der Kindererziehung. Und wenn wir Kinder nicht gehorcht haben, gab es entweder Schläge und Strafen oder, und das war für mich noch viel schlimmer, Liebesentzug. Wenn du nicht brav bist, sperre ich dich in den Keller. Und das Licht bleibt auch aus, so lange bis du mir folgst. Heute ist es Grundwissen in der Psychologie, dass wir dadurch konditioniert werden, dass wir eben Programme leben, die wir oft gar nicht mehr als Programm erkennen, weil wir sie so verinnerlicht haben und uns so selber glauben machen mussten, dass die Großen schon wissen, was gut ist, dass wir selber glauben, es sei eine unumstößliche Wahrheit. Wer mir über diese Dinge vor allem die Augen geöffnet hat, ist der deutsche Psychoanalytiker Arno Grün. Er ist vor den Nazis geflüchtet und hat sich dann Zeit seines Lebens mit den Ursachen der Nazi-Herrschaft auseinandergesetzt. Und es ist ihm gelungen, auf eine sehr, sehr anschauliche Weise zu beschreiben, wie aus Kindern, aus Opfern Täter werden, wie dann Mitläufertum funktioniert und warum Menschen nicht einmal erkennen können, wenn sie selber zu dem werden, was sie bekämpfen. Denn das war eines der größten Rätsel meiner Kindheit und Jugend überhaupt, warum meine Mutter nicht merkt, dass sie mit mir genau das Gleiche macht, worüber sie sich bei ihrer Mutter immer so bitter beschwert hat. Das Gute an der Psychotherapie, also der Heilung für die Seele, ist aber, dass man sich verändern kann. Weil in dem Moment, wo man Muster erkennt, wo man sie dann auch mit Worten beschreiben kann, also quasi von außen objektiv betrachten kann, hat man nicht nur die Möglichkeit, Dinge anders zu tun, sondern auch das eigene Verhalten von früher im Nachhinein auch anders zu bewerten. Als Kind musste ich ganz oft Dinge tun, die ich nicht tun wollte, musste ich Ungerechtigkeit und Zwang ertragen. Ich musste mich selber klein machen, mich selber verraten. Wenn man sich dann aber als Erwachsener klar machen darf, dass man als Kind nicht anders handeln konnte, muss man sich dafür nicht mehr schämen, sondern man kann Mitgefühl mit sich selber haben, kann sich im Nachhinein trösten. Und das wiederum hilft einem, wenn man seine Muster verändern möchte. Es ist ein langer Weg, diese Psychotherapie, diese Heilung der Seele, die natürlich immer wieder mit Rückschlägen gepflastert ist, aber es lohnt sich immer weiter zu gehen, sich selber immer wieder neu zu beurteilen, wie weit man gekommen ist. Und am Ende, so hoffe ich zumindest, wird man belohnt dafür, wenn man dann von sich sagen kann: Ich habe es gut gemacht. Ich bin für mich und meine Werte eingestanden. Ich habe meine Wahrheit gelebt, auch wenn es schwer war, wenn ich vieles ertragen musste, wenn es lange dauert, wie man bei diesen 3 Bildern sieht, Schritt für Schritt, aber am Ende habe ich es geschafft.